Hallo, mein Name ist Omar Shukri und ich bin Instructional Designer, Creative Director und Trainer. Mein Kurs momentan ist Lernvideos erstellen, Fachinhalte vermitteln und hier geht es darum, Medien, didaktische und technische Tools in der Erwachsenenbildung den Lernenden näher zu bringen, und dies schaffe ich durch eine explorative und auch interaktive Lernumgebung innerhalb des Learning Management Systems. Und wie das genau ausschaut, schauen wir uns jetzt hier an. Hier sehen Sie ein 360-Grad-Bild, was ich erstellt habe, und hier kann der Lerner sozusagen sich Inhalte anschauen, seines Weblinks, oder auch Dokumente kann ich hier natürlich platzieren oder auch natürlich Bilder, hier ein Beispiel eines Storyboards. Und der Lerner hat auch die Möglichkeit, die Produktionsumgebung zu wechseln und so für jede Produktionsumgebung oder für jeden Raum in diesem Falle werden andere Lerninhalte vermittelt. In diesem Falle hier sind wir im Produktionsraum. Hier wird nach der Drehbuchvorlage ein Film erstellt. Genau. Und in diesem Raum wird dann auch sozusagen die notwendigen Tools werden erklärt, sprich welche Beleuchtung man braucht, etwaige Stative oder Hilfsmittel für eine störungsfreie oder ruckelfreie Aufnahme und natürlich auch nicht zu vergessen der Ton selbst. Und zu jedem dieser Tool gibt es dann ein entsprechendes Video mit Beispielen angereichert. Hallo, das ist nun eine Aufnahme vom internen iPhone-Mikrofon. Im Nebenraum ist gerade eine Besprechung und wie Sie hören, dadurch, dass ich in einem Seminarraum bin, in einem größeren Raum, klingt das schon sehr hallig. So viel dazu. Wir springen aber zu dem Beispiel, was ich auserkoren habe und näher besprechen möchte. Dazu folgende Szene aus einem längeren Film. Und diese Szene dient als Einführung in die Thematik. Es geht hier darum, im Prinzip, dass ein Projektmitarbeiter an seinem Schreibtisch arbeitet und die Leiterin in das Büro kommt und ihm sozusagen einen Arbeitsauftrag erteilt, das nächste Training im Blended Learning Format vorzubereiten innerhalb der nächsten 2 Monate digital. Der Mitarbeiter ist zunächst mal komplett überfordert und recherchiert dann im Internet, wie das am besten vonstatten gehen kann. Das Drehbuch entsprechend sieht dann so aus. Stellen Sie sich vor, erscheint aus dem Off, Ihr Chef kommt in Ihr Büro und sagt: Hi, wir brauchen das Training nächsten Monat komplett digital. Könntest du es uns als Blended Learning Kurs vorbereiten? Ihm gehen nun die Fragen durch den Kopf: Wie kreiere ich eine Blended Learning Journey? Welche Lerntools und Plattformen gibt es? Was kann ich im vorhandenen Präsenzunterricht beibehalten? Also was Sie hier gerade gesehen haben, ist eine Art Mock-up der Szene, die jetzt im Drehbuch festgehalten wurde. Und dann kann der Lerner in den Raum gehen, an dem diese Dreharbeiten tatsächlich stattgefunden haben. Der Raum sieht dann so aus. Das ist die Produktionsumgebung. Und hier gibt es auch mehrere Beispiele für mehrere Szenarien. Also sprich zum Beispiel auch für ein Experteninterview, was wir hier haben. Und wie das dann sozusagen umgesetzt wurde. Ja, das Beispiel, worum es jetzt hier geht, anhand der Drehbuchvorlage, schauen wir uns das mal hier an. Noch ein kurzer Hinweis dazu. Als Kamera wurde ein iPhone aus dem Jahre 2018 eingesetzt. Der Kameramann ist ein Mitarbeiter, also gar kein ausgebildeter Kameramann, und die Schauspieler hier sind Laienschauspieler. Der Zeitfaktor war ganz kurz, bedarf natürlich eines höheren Postproduktionsaufwandes, um die Szene dann auch authentisch darzustellen. Also, die Dreharbeiten im Schnelldurchlauf. Action! Hallo Michael. Hi. Hallo, wir haben gerade über dieses Präsenztraining gesprochen. Wir brauchen das jetzt komplett im Blended Learning Format und zwar in 2 Monaten. Okay?
Ja, gut, super. Du machst das. Gut, ja, Danke. natürlich. Tschüss. Auftrag wird erteilt, Chefin geht raus, Kamera bleibt nur, sollte eigentlich auf mich bleiben, aber der Kollege hat dann eben auch sozusagen die anderen Kollegen, also praktisch auch die Chefin fotografiert, war nicht bei mir, das hat mehrere Durchläufe gebraucht. Jetzt kommen wir natürlich zum Gegenschuss, in dem Fall ist es praktisch die Kamera over the shoulder hinter mir. Und Action. Hallo Michael. Hi. Hallo. Wir haben gerade über dieses Präsenztraining gesprochen. Ja, Wir brauchen das jetzt komplett in Blended Learning Format. Und zwar in 2 Monaten. Okay? okay. Du machst das. Ja, Ich klar. danke dir. Alles klar, mach ich, ja. Tschüss. Tschüss. Over the shoulder shot. Also jetzt war er tatsächlich mit mir und fokussiert sich sozusagen nur auf meine Suche, meine Recherche. Und jetzt gibt es natürlich Zusatzmaterial B-Roll, was wir brauchen, um die Szene flüssiger zu machen. Das ist zum Beispiel das Tippen. Und ich gehe jetzt zur Maus. Maus ist scharf. Hallo Michael. Wir haben gerade über dieses Präsenztraining gesprochen. Und wir haben festgestellt, wir brauchen es jetzt im Blended Also hier Und zwar in viele 2 Versuche, Monaten. viele Experimente, sind natürlich auch keine realen Schauspieler, von daher haben wir es versucht. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Rohschnitt mit den ganzen Kamerasounds, Stativ im Bild. Wie sieht denn das Ganze aus? Hallo Michael. Hallo, wir haben gerade über dieses Präsenztraining gesprochen. Und zwar brauchen wir das jetzt komplett im Blended Learning Format. In 2 Monaten. Okay, Okay? super. Gut, du machst das. Ja, klar. Danke. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Noch sehr lang die Szene. Und natürlich auch die ganze akustische Kulisse hat gar nicht gestimmt. Stativ war im Bild. Jetzt kommt der finale Film mit Bildkorrektur, Sounddesign und Sprecherstimme. Stellen Sie sich vor, der CEO kommt in Ihr Büro und sagt, Wir haben eben über das Präsenztraining gesprochen. Und zwar brauchen wir das jetzt komplett im Blended Learning Format. In 2 Monaten. Ihnen gehen beispielsweise folgende Fragen durch den Kopf. Wie konzipiere ich eine sinnvolle Blended Learning Journey? Und worauf muss ich bei der Durchführung achten? Welche Lerntools und Plattformen brauche ich dafür? Wie begleite ich die Teilnehmer durch das Training?